Leute, ihr habt sicherlich alle Mission Impossible gesehen. John Wick. Ah, John Wick. Okay. John Wick. Ihr habt sicherlich alle John Wick gesehen. Hier heute die Pit Viper. Leute, also alle, die jetzt John Wick 4 gesehen haben, die haben sie mit Sicherheit schon mal im Kino oder im Fernsehen gesehen. Das Ding ist schon irgendwie hot. Für mich ist es nichts, aber schon irgendwie ein bisschen hot. Guckt es euch mal an hier. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Richtig schön smooth hier. Also als allererstes fällt euch natürlich erstmal auf Markings. Überall schön viele Markings. Richtig, richtig geil. Dann haben wir natürlich hier eine Kimme, einstellbar, ein Korn. Hier seht ihr vielleicht gleich selber. Das ist irgendwie sehr schlecht verklebt. Bei Bugatti auf den Videos ist es aber nicht so schlimm. Glücklicherweise auf den Bildern bin ich natürlich. Bildern. Da ist natürlich nicht so schlimm. Oder ist nicht so schlimm wie bei unserer hier. Ja, was wir hier gleich, wenn wir einmal hier oben sind, was wir hier gleich gesehen haben, ist, dass wir hier Abnutzungsspuren haben. Schon diverse hier und zum Beispiel auch hier drin in dem Lauf, der hier so durchschimmert. Da hat sich schon alles ein bisschen eingeschliffen. Aber ja, mein Gott, da sieht das Ding halt gut gebraucht aus nach der Zeit. Hier hinten habt ihr den Hammer, schön hier in Bronze. Der kann in dieser Stellung hier stehen oder halt ganz durchgedrückt. Was diese halbe Stellung jetzt eigentlich zu bedeuten hat, das wissen wir jetzt leider nicht so genau, weil man kann nichts machen. Man kann auch nicht sichern, also sichern kann man tatsächlich nur, wenn man den Hammer komplett hinten hat. Kann man hier über diese zwei großen Flügel hier und dann natürlich nochmal diese Sicherung hier, wenn man dann schießen will quasi. Also so hier quasi. Genau, gehen wir gleich mal hier schnell auf die Seite. Ja, Schlittenfang. Die waren halt so schön groß, kommt man gut ran. Dann habt ihr hier natürlich noch den Magazin-Löseknopf. Es ist halt alles schön groß gehalten, weil ihr habt schon weggesehen, der hat keine Zeit, irgendwo einen Knopf zu suchen oder so. Der will hier bam, bam, bam und Tod und Verderben. Wisst ihr? So, hier ist natürlich auch noch schön gestippelt hier. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch viel, viel besser als bei den anderen, die wir bis jetzt hatten. Weil das ist ein ganz kleines bisschen dezenter, das ist nicht so übertrieben. Und hier hat man auch nicht solche großen Grate oder irgendwelche Kanten drin, wo man ohne Handschuhe gar nicht klarkommt. Das ist richtig nice geworden hier, auf alle Fälle. Magazin einlegen. Easy peasy.
Einfach rein. Also ist jetzt irgendwie nicht, dass wir hier irgendwie bis jetzt Probleme hatten, dass man irgendwie es nie getroffen hat oder irgendwas. Also es ist wirklich super geil. Das kann man super schnell machen. Und die Magazine von der Combat Master passen auch rein. Also falls ihr schon die Combat Master habt, könnt ihr die Magazine direkt behalten. Richtig geil. Ja, ich würde sagen, machen wir gleich mal das Ansprechverhalten. Laden wir sie mal durch. Ihr habt hier diesen einstellbaren Trigger. Seht ihr hier vielleicht an dieser winzigen Madenschraube. Wir haben jetzt nichts dran eingestellt. Also wir haben den so gelassen, wie er ist. Und wie ihr seht, hier braucht es nicht viel. Ihr habt ja ganz wenig, ganz kurzen Abzugweg und dann schlägt die schon ab. Also richtig geil. Also wirklich performance-technisch, wenn sie mir auch vom Design her nicht gefällt, aber performance-technisch wahrscheinlich die beste GBB, die wir bis jetzt hatten. Würde ich so behaupten wollen. So, hier vorne seht ihr schon diesen fetten Block, der sich auch tatsächlich nicht mitbewegt. Das sieht eigentlich ganz heiß aus. Und hier hat man noch einen Adapter, den man hier reinschrauben kann, um einen Schalldämpfer drauf zu schrauben. Auf die Knifte kommt natürlich überhaupt kein Schalldämpfer. Das sollte natürlich klar sein. Aber falls ihr es doch machen wollt, bei uns wackelt er ein bisschen rum, der Schalldämpfer. Also dieser Adapter nicht. Aber wenn du dann einen Schalldämpfer drauf schraubst, wackelt es rum. Vielleicht irgendwie eine Scheibe oder irgendwas dazwischen machen, damit das wirklich auf Press ist. Dann wird das vermutlich funktionieren. Bei uns, ja, so leider nicht. Schlitten kriegt er natürlich easy peasy ab, um ans Hopperband zu kommen. Und zwar bewegt ihr den Schlitten einfach mit dieser Aussparung auf diese Position. Drückt dann von hinten und zieht dann alles nach vorne ab. Und habt dann hier das kleine Hopperbrettchen. Hier ist sogar eingraviert, wo Hopp ist. Also kein Rumprobieren, sondern einfach loslegen. Tom hat gerade noch eingeworfen, dass er beim ersten Mal Schlitten abmachen hier vorne quasi hier richtige Probleme hatte und es richtig schwer ging. Kann natürlich an seinen unsäglich schwachen Arm liegen, aber er meint, dass es jetzt auch einfacher geht. Also falls er jetzt nicht irgendwie krass kräftiger geworden ist, hat sich da irgendwas eingeschliffen scheinbar. Verbaut ist ein Begadi Hop-Up-Gummi, der, wie ihr ja in den Schusstests gesehen habt, absolut geile Ergebnisse liefert. So, hier nochmal ein Vergleich zur Combat Master Gen 2. Und zwar, ja, was einfach sofort auffällt, das Stippling ist ein bisschen anders. Das sieht schon auch heiß aus, so ein bisschen Fischgrätenmäßig, Fischschuppenmäßig natürlich. Und ja, was mir auch relativ schnell aufgefallen ist, der Hebel hier, der Schlittenfang, der ist signifikant kleiner. Hier kommt man schon wirklich viel besser ran. Dann, ja okay, bewegt sich halt der ganze Schlitten mit hinter. Und nicht wie hier halt, dass vorne dieser Block stehen bleibt. Und der Hämmer ist halt einfach schwarz. Also das sind jetzt eher so kleine marginale Sachen halt. Von der Performance her ist die natürlich viel krasser. Das ist schon die Gen 2 und trotzdem ist die irgendwie noch mal krasser. Ja, performance-technisch zeigen wir noch mal ganz kurz. Combat Master. Und dann die Pit Viper. Ja, also es ist marginal, aber es ist schon, irgendwie ist die schon geiler hier. Also für 249 €, falls ihr wirklich krasse John Wick Fans seid und so wie ich gerade auf dem Spielfeld rumrennen wollt, ja dann los geht's. Heißes Teil auf alle Fälle. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Train-Shoot. Ich als John Wick bin natürlich der Beste von uns dreien. Das sollte klar sein. Shooter ready. Stand by. Eins, 9, 4. Was haben wir hier? Naja, hier haben wir immer ganz knapp. Ja, immer voll hier. Also eine A und eine Hier ist B. In die zwei C. Das ist Hier ist eine A und eine B. Könnte besser sein. Und welche Zeit hat man? 1, 9, 4. Shooter ready. Ja. Stand by. In 66, 4 Schüsse. Naja, jetzt eine Pizza. Was haben wir? 2 mal A. Gar nicht so schlecht. Oh, A und ganz weit weg. Und hier auch 2 mal gar nichts. Und die 1,66. Shooter ready. Ja. Stand by. Die war scheiße. Wieder 2,14. Ja, also schlechteste Zeit, aber der Abzug ist natürlich. Laber. Wir gucken uns an, was er geschossen hat. Also hier ist EMA, hier sehe ich nur EMA tatsächlich. Drüber raus. Der ging drüber raus, also er ist irgendwo da hinten. Naja, es ist jetzt auch nicht unbedingt so.
Guten Abend mit Ah, dir. naja, es ist halt, es ist wie es ist. Was sagen Sie dazu? Ich darf eh nichts sagen. So, Finch, die Abmod bitte. Ach nee, lass sein jetzt, ey. Ich muss dieses Ding hier loswerden. Oh, ey. Finch stirbt. Kannst du dir aber auch gar nicht ausdenken, ey. Oh. Shooter ready. Stand by. Nochmal. Und jetzt los. Hat einen Biss. Hast Hab du, falsch gehalten. Ich hab gerade nicht gebissen.